Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Quellweisheit, dem Podcast für deine spirituelle Meisterschaft. Ich bin Marlene Katharina und gebe dir Quellbotschaften aus dem höchsten Bewusstsein durch, die auf tiefsten Ebenen wirken. Denn es ist eine Schwingungsübertragung, die stattfindet und dich daran erinnert, was du wirklich bist. Wir freuen uns so sehr, heute hier mit dir, mit euch zusammen zu sein und euch aus der tiefsten Tiefe, dem höchsten Sein des Wesens, der Essenz, der Liebe, die du bist, die alles ist, wiederzugeben, was für dich, für euch da ist. Wir möchten Themen adressieren, die jeden von euch mehr oder minder tangieren und doch präsent sind im jetzigen Sein auf der Erde. Zunächst einmal möchten wir Bezug nehmen auf die Erfahrungen, die Situationen des täglichen Lebens, in denen ihr fühlt, dass ihr in der Meisterschaft seid, dass ihr euch selbst voll und ganz anerkennt in eurem So-Sein und wählen können und doch das Gefühl habt, dass dies mit Anstrengung geschieht, dass ihr zunächst einmal herausgefordert werdet, bevor ihr euch für euer Sein entscheidet, für eure Mitte entscheidet, für das Wissen um das, was ihr seid. Wir wissen, dass ihr tief in eurem Kern wisst und fühlt, dass ihr bestimmt seid, dass du bestimmt bist, in jedem Moment aus deinem Frieden heraus zu lieben, zu leben, zu handeln, zu sein. Dieses Wissen, dieses tiefe Wissen lässt dich irritiert sein, wenn du von deiner äußeren Situation in die Bredouille gebracht wirst, wollen wir sagen, in einen Moment des Vergessens, in einen Moment des Zögerns, in einen Moment des Infragestellens, in einen Moment der Reaktion, in dem du fühlst, ich bekomme das Angebot zu reagieren mit Ungeduld, mit Missmut, mit Gestörtsein, in meinem Frieden, in meiner Mitte, in meinem Einfachsein. Ich bekomme dieses Angebot zu reagieren. Ich wähle zu sein und doch bekomme ich das Angebot zu reagieren. Wie kann es sein, dass ich fühle, reagieren zu wollen? Dort ist also die Sehnsucht deines Wesens, deines Herzens, gar nicht erst in diesen Moment des Reagieren Wollens zu gelangen. Wir sagen dir, das nicht mehr reagieren wollen ist ein dauerhaftes Verankertsein in der Selbstverständlichkeit deines Feldes, dass du noch dazu neigst, zu reagieren, dass du noch das Angebot fühlst, zu reagieren in dir. Die Sammlung der Energie, um zu reagieren, um Missmut, Unwohlsein, Ungeduld auszudrücken. Dies zeichnet ab, drückt aus, dass du in mancherlei Hinsicht dein Sein in den Dienst anderer stellst. Wir wollen euch hier ermutigen, zu wissen, dass der höchste Dienst an andere der ist, indem du nicht anderen dienst, indem du dich ausdrückst, der Liebe ihren freien Lauf lässt und voll und ganz und allein darauf Acht gibst,
dass dein Feld frei fließen kann, will sagen, jeder von euch weiß, wie ein noch so kleiner Fleck des All-Eins-Seins, des Alleinseins dich in dein Zentrum zurückführen kann. Dieser noch so kleine Fleck ist ein noch so essentieller Fleck. Ein Ort, an dem du dich sammelst, dein Herzenskörperchen öffnest und für dich bist. Hier gilt es, ungestört zu sein. Du magst dich von Zeit zu Zeit fragen, ist es recht, mir einzuräumen, ungestört zu sein? Ist es nicht unsozial? Ist es nicht zeitgemäß, da ich doch in Gemeinschaft leben will, da ich doch alles umfassen, umarmen, integrieren will? Aus der höchsten Perspektive beginnt alles mit deinem Alleinsein, All-Eins-Sein. Alles erschafft sich aus diesem All-Eins-Sein und führt sich in dieses All-Eins-Sein zurück. Somit ist dein Bewusstsein von deinem All-Eins-Sein und Alleinsein in sich eins. Die wahre Kraft und Stärke, aus der du schöpfst. Setzt du dich also ständig und immer wieder in Felder, in denen du in Frage stellst, ob dies gerechtfertigt ist, ob es dir zusteht, diesen Ort für dich zu suchen, aufzusuchen und, wir sagen dies mit einem Augenzwinkern, zu verteidigen. Stellst du dies in Frage? Stellst du dich in Frage? Gibst deine Macht, die Liebe, die du bist, weg, um sie durch andere zu erhalten. Schon öfter haben wir das Weggeben der Macht erwähnt. Hier wollen wir sagen, was sich darin verbirgt. Das Weggeben der Macht ist nichts anderes als das Weggeben der Frequenz der Liebe. Jemand anderen in die Position stellen, dir Liebe zuteil werden zu lassen. Wenn du dies anschaust, erkennst du, dass es keinen Sinn ergibt. Keinen Sinn ergibt, die Liebe wegzugeben, um sie zu erhalten. Wenn sie doch in dir ist, warum sollst du sie nicht durch dich in jedem Moment fühlen, empfangen, wissen und ausströmen? Dieses Zentriertsein in dir selbst also ist ein ständiges Ja-Sagen zu deinem All-Eins-Sein in jedem Moment, ist ein ständiges dir gut zureden, nicht im Sinne von alles ist gut, obwohl du ein anderes Gefühl hast, sondern im Sinne von eine einzige Verantwortung obliegt mir. Und das ist die Verantwortung, mein Feld als vollkommen anzuerkennen und für dieses mein Feld einzustehen. All die Möglichkeiten, dein Feld zu bereichern, sind Möglichkeiten der Bereicherung, zu denen du Ja und Nein sagen kannst, voller Liebe, denn du bist in deinem Feld, dem Feld der Liebe. Stellst du jedoch dein Feld der Liebe in Frage, nimmst hier ein Stückchen weg, damit eine andere Frequenz dort Platz hat, die dir doch angeboten wurde, so verändert sich dein Feld und du mit ihm. Es verändert sich deine Schwingung
und du fühlst dich anders. Daher ist unsere uneingeschränkt klare Aussage für dich, für euch, für jeden einzelnen von euch. Traue dich, dein Feld zu definieren als das, was du bist. Nicht durch all die Angebote hindurch zu manövrieren, die dir zur Verfügung gestellt sind, die vom Außen zu dir kommen, die sich dir eröffnen. Niemanden verletzt du außer dich selbst, wenn du versuchst, deinem Gegenüber, deinem Umfeld, deiner Umwelt zu entsprechen, Kompromisse zu finden, dich ihnen unterzuordnen. Wir sagen hier nicht, dass du dich ihnen überzuordnen hast. Dies ist ein entscheidender und doch selbstverständlicher Hinweis. Wir sagen, dass deine Macht in deinem So-Sein ruht. Fühlst du also dein So-Sein eingeschränkt bedroht oder durchkreuzt durch die Präsenz anderer? So erlaube dir, und es ist einzig und allein der Mut von dir selbst, dich dorthin zu begeben. Erlaube dir, dich an einen ungestörten Ort zu begeben. Ist dieser Ort nicht ungestört, so nimm dir einen anderen. Du bist frei in deinem Sein, du weißt darum. Es mag adäquate Kleidung erfordern, wenn es draußen regnet und du das Alleinsein, das Alleinssein suchst, undurchkreuzt von Feldern anderer. Es sind nicht die Felder der anderen, die für dich Irritation sind. Es ist der Wunsch nach Aufmerksamkeit der anderen, der dir Irritation ist. Und somit ist die Prämisse nicht, keinen Menschen um dich herum zu haben im Umkreis von. Die Prämisse ist, in euren Worten gesagt, in Ruhe gelassen zu sein. Keinen Fokus auf euch gerichtet zu haben. In eurem Feld, in eurer Frequenz, einfach zu sein. Dies also ist die Ausgangssituation, die Ausgangslage, die Nährungsstation, die dazu führt, je mehr du dazu Ja sagst, dich traust, den Mut hast, dies dir einzuräumen, das All-Eins-Sein, dass du in jedweder Situation, in die du dich hineinbegibst, die sich in dein Feld hineinbewegt, in Liebe bleibst, um deine Liebe weißt, keine Abstriche von deinem Feld, deiner Frequenz, deiner Liebe machst und mit Leichtigkeit auf deine Weise begegnen kannst, dem Gegenüber der Situation, der Herausforderung, ohne hier eine Herausforderung wahrzunehmen. Es ist nicht mehr dein Begehren, dem anderen gerecht zu werden, denn in deinem dir selbst entsprechen bist du allem gerecht. Du fühlst, wie der andere genährt ist durch dein Sein, nicht durch dein Handeln, durch deine liebevolle Aufmerksamkeit, nicht durch den Versuch, nicht in die Zwangslage des Aufmerksamseinsollens zu geraten. Wann immer du den Blick auf jemanden richtest, fließt Liebe zu ihm.
Das ist, was dein Gegenüber fortan spüren wird. Und das Bedürfnis, an dir herumzuzerren, das Bedürfnis, dich so oder anders zu haben, es verfliegt mit der Zeit, denn die Liebe tilgt alle Bedürfnisse. Dies jedoch ist nicht das, wo du ansetzt. Setzt du dort an, gelangst du in die Unzufriedenheit, denn es wird dir mal mehr und mal weniger gelingen, dieser vollkommene Ausdruck der Liebe in jedem deinem Sein zu sein. Setzt du hingegen dort an, wo dein All-Eins-Sein, der Mut zu deinem Alleinsein ist, sind die Situationen in ihrer friedvollen, liebevollen Ausdrucksweise ein willkommenes Nebenprodukt. In dieser Zeit, in eurer Zeit, seid ihr an einem Punkt angelangt, an dem jeder weiß, dass alles Wissen, alle Weisheit ihm offen steht, zur Verfügung steht. Durch alles hindurch spricht Weisheit. Sie ist nicht mehr dem Meister, dem Lehrer, dem Weisen vorbehalten. Weisheit kann dir durch jedes Element, durch alles, was ist, hindurch begegnen. Es ist Weisheit, in allem Weisheit zu erkennen. Jedoch erkennst du nur so viel Weisheit, wie du in dir selbst erkennst. Das Außen gibt dir die Möglichkeit, reflektiert zu finden, was in dir ist. So suche stets in dir nach den Antworten. Hier empfindest du Glückseligkeit in der Antwort, die dir widerfährt, die dir gegeben ist, die aus dir zu dir spricht. Du erhältst die Antworten in dir, durch dich. Suchst du also im Außen nach den Antworten, und das klassische Beispiel, das hier genannt worden ist und auf das wir hier Bezug nehmen wollen, ist das Telefon, das Handy, das Internet, die sozialen Medien, die Kanäle, wie ihr sie nennt, über die Informationen zu euch fließen, Impulse euch gegeben werden, über die ihr wissentlich immer wieder neu versorgt werdet mit Möglichkeiten und zugleich dem Gefühl auswählen zu können. Ja, die Wahl ist dein, die Wahl ist euer, ihr könnt auswählen von all dem, was euch angeboten wird. Jedoch wird euch stets und ständig nur genau das angeboten, was in euch als Frequenz existiert in dem Moment. Ihr wisst, dass Ursache und Wirkung in dieser Zeit zusammenfallen, dass es keine karmischen Verstrickungen mehr gibt, es sei denn, ihr kreiert sie für euch. Bedeutet, dass das, was du in diesem Moment schwingst, die Frequenz, die du in diesem Moment bist, sich unmittelbar ausdrückt in dem, was du erlebst. Fluch und Segen zugleich, so magst du fühlen. Auf der einen Seite in der Unendlichkeit aller Möglichkeiten in jedem Moment, auf der anderen Seite voll verantwortlich und das erntend, was du sehst in diesem Moment. Fluch und Segen zugleich, so magst du fühlen. Wir sagen, es ist allein ein Segen, denn all das, was du denkst, nicht erfahren zu wollen, wo du sagst, wäre ich an einer anderen Frequenz, in einer anderen Schwingung, würde ich dies nicht fühlen, erleben, erfahren in diesem Moment. All das
ist auch etwas, das du integrieren möchtest, eine Option, um die du wissen willst. Du möchtest in der Gewissheit sein, dass auch das dir zur Verfügung steht. Und so darfst du alles liebevoll umarmend annehmen, was da ist für dich. Jede Schwingung, in der du dich befindest. Alles, was sich aus deinem Außen zu dir ausdrückt. Das Phänomen, im Außen zu suchen, mag dich daran erinnern, dass in dir ist, was du findest, dir gleichzeitig die Erlaubnis schenken, im Außen zu sehen, was deine Frequenz erlaubt. Nimmst du also das Außen nun nicht mehr als etwas, von dem du bekommst, sondern als etwas, das dir reflektiert. So ist es, als würdest du dich im Spiegel anschauen. Also würdest du schauen, wie sieht es aus, diese Schönheit von mir? Wie sieht es aus, dieses Wesen, das ich fühle? Wie drückt es sich aus in Form? Beobachtest du dich also in dem Schauen auf das Außen, auf dein Telefon? Nimm es liebevoll an, als das Überprüfen dessen, wo du dich befindest, anstatt es zu sehen als ein Suchen nach etwas, das dir fehlt. Du bist vollkommen, du bist vollständig, in dir bist du eins. Das weißt du. Und somit möchtest du im Außen stets und ständig nur unterstützt, nur unterstrichen, nur bestätigt wissen, dass du bereits vollkommen bist. Einen Impuls für jene von euch, die wissen, dass sie es lieben, sich im Außen ausgedrückt zu finden und doch diesem digitalen Drang dort im Internet, in den sozialen Medien, in den Strömen der Kanäle, die zwar ungewiss, jedoch gewiss ungewiss sind, Reflexion zu finden. Für diejenigen, die dazu neigen und doch für sich einen anderen Weg bevorzugen, geben wir den Impuls des Malens. Den Impuls in dem Moment, in dem du zu diesem digitalen Gerät greifst, dir die Möglichkeit zu eröffnen, zu Leinwand und Farbe, zu Papier und Stift zu greifen. Dir selbst zu erlauben, die Frequenz, in der du dich befindest, zu dir zu sprechen. Dir zu erlauben, deine eigene Frequenz in Sichtbarkeit zu bringen. Es ist ein anderes Erschaffen, das Erschaffen einer sichtbareren, fühlbareren Welt, die dir die Gewissheit deines Seins erlaubt. Die digitale Welt ist eine wundervolle Welt. Der Grund, weshalb ihr dort Wunder vermutet und stets und ständig nach Wundern sucht. Immer wieder erlebend, dass die Wunder euch genau nur dann begegnen, wenn ihr nicht nach ihnen sucht. Und so sei unser Hinweis, das zur Hand nehmen eines Spiegels bewusster zu wählen,
den Spiegel bewusster als Selbstausdruck zu nehmen und diesen Selbstausdruck auf eine Weise zu wählen, der dich erfüllt, der dich freut, der dich statt leer voll werden lässt. Das Beispiel der Leinwand, der Farbe, des Papiers, des Stifts ist nur eines. Es mag für dich, für euch ein anderes sein. Der Selbstausdruck kann in vielerlei Möglichkeiten stattfinden. Die Frequenz ausgedrückt in sichtbarem, fühlbarem, hörbarem. Und so kann es Musik sein, Klang sein, Stimme sein, in der du dich ausdrückst. Es kann das Wirken im Garten sein. Es kann das Kochen, das Basteln. Es kann eine handwerkliche, eine bauende Tätigkeit sein. Für manche mag es auch das Kreieren eines Schauspiels sein. Es gibt viele Möglichkeiten, dich auszudrücken, das, was du fühlst, in Form zu dir zurücksprechen zu lassen. Aus unserer Perspektive ist das, wonach du suchst, wenn du das Gerät zur Hand nimmst, das dir Wunder verspricht, dir Wunder gibt, jedoch nicht in dem Moment, in dem du dort nach etwas suchst. Das Suchen nach etwas ist stets das Aus sich herausfallen. Das sich ausdrücken ist stets das sich tiefer in sich selbst verankern. Und wir möchten noch auf ein weiteres Thema hier eingehen. Die Frage, was im Schlaf vor sich geht, wenn es sich nicht nach Schlafen anfühlt. Wenn physische Schmerzen, die jenseitig erscheinen, die erscheinen, als würde etwas verändert werden, physisch, energetisch, in deinem irdischen Dasein. Die Frage, was vor sich geht im Schlaf, wenn es sich nicht nach Schlaf anfühlt, möchten wir hier adressieren. Es gibt viele Bewusstseinszustände, in denen du dich befindest und befinden kannst. Du weißt, dass es jenseits von Schlaf- und Wachbewusstsein verschiedene Bewusstseinsebenen, Bewusstseinszustände gibt, auf die du dich einlassen kannst. Allein das Schließen der Augen bringt dich in eine andere Wirklichkeitswelt. Das um dich herum verliert an Bedeutung, das in dir herin wird sichtbarer, fühlbarer, wahrnehmbar, zeichnet sich ab in Farben, die du nicht sehen kannst, wenn deine Augen geöffnet sind. Und so gibt es weit mehr als den Zustand des Schlafs und den Zustand des Wachseins. Dein irdisches Sein ist ein Erlauben von all dem, was du bist. Du weißt, dass dein sehnlichster Wunsch, dein größtes Streben, dein eigenes Loslassen der Begrenzungen ist. Und somit ist jede Bewusstseinsebene willkommen, in der du nicht festhältst an dem, was du denkst zu sein. Dein tägliches Wachbewusstsein ist ein Ablauf von Programmierungen, die du dir selbst angeeignet, so mühevoll zusammengestellt hast, dass du nicht fest
nicht loslassen möchtest, weiter festhalten möchtest an diesen deinen Programmierungen. Somit ist es schwierig, dein Wachbewusstsein von dem einen auf den anderen Moment zu wandeln. Und doch wisst ihr, ihr habt Möglichkeiten, das Wachbewusstsein zu wandeln. Durch das, womit ihr euch beschäftigt im Wachbewusstsein. Durch das, wie ihr eure Frequenz erlaubt im Wachsein und im Bewusstsein. So ist zum Beispiel das sich versenken in die Tiefe der Stille, was ihr Meditation nennt, eine Möglichkeit, dich selbst, sich selbst anders wahrzunehmen. Und aus dieser anderen Wahrnehmung heraus diese Frequenz mit ins Wachbewusstsein hinein zu erlauben. Ebenso verhält es sich mit dem Schlaf, mit dem Bewusst-Loslassen des Tagbewusstseins, des Wachbewusstseins der Realität, des Realen, des von dir täglich neu Erlebten und doch immer wieder dort, wo es vorher war, anknüpfenden Lebens. Der Schlaf, das Loslassen dieses Lebens erlaubt dir, neue Frequenzen zu integrieren, neue Frequenzen zuzulassen, neue Frequenzen zu fühlen, neue Frequenzen auszutesten. Je klarer du dich auch im Wachbewusstsein diesen Frequenzen hingegenüber öffnest, desto mehr erlaubst du sie im Schlafzustand. Das Wachbewusstsein reicht in den Schlafzustand hinein. Es ist nur das erlaubt, was du erlaubst. Du bist nicht machtlos, nicht im Schlaf, nicht im Wachbewusstsein. Du bist niemals machtlos. Und es ist das, was du erlaubst. Durch Schlaf und Wach und jede Bewusstseinsebene hindurch das, was sich dir eröffnet. Erlaubst du also die Veränderung deiner Frequenz, so findet diese Veränderung statt. In dem Bewusstseinszustand, in dem es am einfachsten möglich ist. Öffnest du dich der Realitäten jenseitiger Welten, erfährst du eben diese Realitäten genau dann, wenn sie nicht dein Leben und das Leben anderer stören. In deinem Schlaf bist du ungestört. Jeder weiß, dass du schläfst, jeder respektiert, dass du nicht auf dieser Erde bist, nicht bewusst verantwortlich für das, was geschieht. Und somit ist es dein Freiraum, zu sein und zu erleben, was du weißt, sein und zu erleben zu können. Und so kann es sein, dass die Dinge, die du auch im Wachzustand erlauben würdest, sie jedoch anderen nicht zumuten magst, dir im Schlaf begegnen. So magst du Begegnungen haben mit Wesenheiten, die nicht von dieser Erde sind. Mit dir, der Essenz, ausgedrückt nicht durch andere Menschen hindurch, sondern durch andere Seinsformen und formlose Seinsformen hindurch. Du magst fühlen, dass du längst nicht mehr nur hier, sondern auch jenseitig
dortseitig in diesen anderen Realitäten, Welten, die doch eins sind mit dieser Realität, interagieren und zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, dem, der sieht, der erlaubt, der sich dem öffnet. Dein Erlauben bewirkt, was dir an Erfahrungen zur Verfügung steht. All die Erfahrungen, die für dich ein Ja sind, finden ihren Weg zu dir. Ganz gleich, in welchem Bewusstseinszustand. Je mehr du weißt, dass alles für dich geschieht, desto mehr kannst du dich der Magie, dem Zauber dieser Erlebnisse, dieser Realitäten, die sich dir eröffnen, dieser Welten, die sich dir eröffnen, hingeben. Je mehr du dich hingibst, je mehr du dich eröffnest, dich selbst in deiner Vollkommenheit annimmst, desto vollkommener fühlst du dich, desto genährter, desto unterstützter, desto dies und jenseitiger. Denn alles wirkt zusammen und du bist mittendrin in all dem Geschehen, ohne von ihm wie ein Spielball hin und her geworfen zu sein. Du bist die Vollkommenheit der Schöpfung im Erleben eben jener Vollkommenheit, jener Schöpfung, deiner Schöpfung. So komplex, so allumfassend, so erfüllend. Wir feiern dein dich öffnen, der Veränderung deiner Frequenz gegenüber, der Kraft deines Seins gegenüber, der Vollkommenheit, der sich durch dich ausdrückenden Schöpfung gegenüber. Wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben euch. Wir sind, was du bist, durch alles hindurch. Du bist, was wir sind. Es kann nicht anders sein und damit sind wir für jetzt und hier vollkommen.